Weil nämlich, herzlich willkommen bei Togo Reisemobile, das Wetter verdammt schlecht ist, wir aber trotzdem euch dieses wunderschöne Auto zeigen wollen. Wir haben nämlich mal wieder einen Gebrauchten, den wir für einen Kunden verkaufen sollen. Und wie immer habe ich gedacht, wir machen das am besten mit einem Video, damit ihr alle Vor- und Nachteile zu dem Fahrzeug gezeigt bekommt. Aber das Problem ist, guckt mal mit mir hier gemeinsam raus, es regnet in Strömen. Kann man wahrscheinlich, kann man das sehen? Kann man sehen. Deswegen machen wir das jetzt ein bisschen cleverer als sonst. Ich habe einen Zettel mit Notizen, was das Auto kann. Wir hüpfen jetzt gleich daraus in diesen wunderschönen Pössl 2Win Plus. Dann zeige ich euch ein bisschen, wie der Wagen von innen aussieht. Und entweder hat es danach aufgehört zu regnen, dann filmen wir das jetzt gleich noch. Und ansonsten können wir das morgen, wenn es trocken ist, nachholen. Also, wir haben 2019er Pössl 2Win Plus. Super schöne Ausstattung, richtig guter Zustand. Und wir gehen jetzt mal ins Auto und gucken uns an, was dieser Wagen kann. So, das Wetter wird nicht besser. Es spielt auch keine Rolle. Wir machen jetzt einfach 24 Stunden später, regnet es immer noch. Es ist fast die gleiche Uhrzeit wie gestern. Wir machen jetzt einfach dieses Video zu Ende. Dann werden wir halt ein bisschen nass, aber nichtsdestotrotz, wir gucken jetzt mal gemeinsam um das Auto rum. Um es ein bisschen genauer zu sehen, guckt euch einfach in Ruhe die Bilder an. Die technischen Daten und Zulassung und Kilometer, das kommt alles nachher in dem Video, das haben wir ja schon einen Haken dran. Also, wir haben ein Fahrzeug, was von außen eisengrau Metallic ist. Wir haben klassischen 2Win Plus, das heißt, wir haben 5,99 als Chassislänge, H2, also ungefähr 2,65 hoch. Und der 2Win Plus hatte in den Jahren noch einfach super viel Ausstattung vom Werk aus drin. Die Metallic-Lackierung war Serie, die Alufelgen waren Serie. Es gab ja Jahre, in denen die Preise ein bisschen gestiegen sind und es gab Jahre, in denen ein bisschen Ausstattung rausgegangen ist. Das haben die Hersteller ganz geschickt eingefädelt. Was wir von außen sehen, wir haben eine schöne Thule-Markise dran. Die ist bei 6 Meter Autos immer 3,75 Meter lang. An so Tagen wie heute besonders sinnvoll unsere Rain-Tech Regenrinne. Das heißt, ihr habt hier eine Regenrinne. Wenn ich jetzt die Schiebetür aufmachen würde, tropft es nicht rein. Und gleichzeitig habt ihr eine Fernbedienung am Schlüsselbund, über die ihr das Licht ein- und ausschalten könnt. Serienmäßig hat so ein 2Win Plus immer eine Zuziehhilfe hier an der Schiebetür gehabt. Das heißt, ihr könnt die Schiebetür super leise schließen. Der nette Nebeneffekt an den fast 24 Stunden Wartezeit ist übrigens, dass ich einen neuen Zettel in der Tasche habe, der mir jetzt auch sagt, wann die letzte Inspektion und sowas war. Das wusste ich nämlich gestern Abend noch nicht. Das passt also an der Stelle ganz gut. Da gucken wir aber gleich noch mal gemeinsam drauf. Im Prinzip ist hier das originale Dekor drauf, was wir schon in den letzten Videos der Gebrauchtwagen gesagt haben. Fahrzeuge mit Fahrradträger, größte Gefahr. Gucken, und gerade bei Regen, es ist sowieso ehrlicherweise ein undankbares Wetter. Guckt euch eigentlich keine Autos bei Regen an. Wenn ihr sagt, ich nehme es gleich mit, dann müsst ihr es eigentlich im Trockenen machen oder sehr, sehr gründlich gucken, weil durch die vielen Tropfen, die drauf sind, könnt ihr eigentlich nicht wirklich sehen, was da ist. Jetzt haben wir hier ein sehr junges Fahrzeug, da ist die Gefahr sowieso nicht so groß. Aber gerade viel hilft einfach mit der Hand entlangfahren, gucken. Das wäre der klassische Platz, wo der Fahrradträger hier gegen drückt. Und dann muss man immer auch noch mal gucken, einmal da oben quasi links neben der Bremsleuchte. Da ist nichts, und wo auch gerne die Fahrräder gegenhauen, ist hier die Tür. Das ist aber auch so in Ordnung. Und dann wäre es nicht verwunderlich, wenn irgendwo auf dem Fenster wenigstens ein kleiner Kratzer zu finden ist. Ich würde gerne eine Kleinigkeit finden, aber ist nichts. Sieht erstmal alles gut aus, passt auf jeden Fall. Von hinten ansonsten ganz normaler 2Win. Was nachher im Video noch erklärt wird, warum, wenn ihr hier rumguckt. Normalerweise hat der 2Win hier auch noch ein Fenster. Das haben wir für dieses Fahrzeug damals, als wir es neu bestellt haben, extra abbestellt. Das ist nämlich tatsächlich einer der wenigen 2Win, die sich ein Kunde ausdrücklich nach seinen Wünschen konfiguriert hat. Das führt eben dazu, dass wir besonders viel Liegelänge im Bett haben. Das führt dazu, dass der Wagen eine Webasto-Standheizung hat. Das heißt, 2 Heizungen mit drin sind. Aber das zeige ich euch nachher, wenn wir die Ausstattung durchgehen, nochmal gemeinsam. Eine Option ist damals das Fenster hier in der Nasszelle gewesen. Das hat er mit dazu genommen. Ansonsten, das habe ich eben eingangs versäumt zu sagen, wir haben natürlich das Maxi-Chassis. Das heißt natürlich, die wenigsten 2Win Plus haben das Maxi-Chassis. Wir haben sehr viele mit Maxi-Chassis damals verkauft, aber
Oft war ein Turbine Plus ja eher ein budgetorientiertes Fahrzeug in der Konfiguration. Hier haben wir wirklich ein Fahrzeug, wo der Kunde gesagt hat, ich möchte es so haben, wie ich es gerne hätte. Das heißt, vernünftiges Chassis, 165 PS als Motor, die hohen Achslasten, Metallic, all diese Farben mit dazu. Und das sieht man dem Auto auch an und auch der Pflegezustand, das weiß ich ja schon, spricht massiv für dieses Fahrzeug. Ich würde eine vage Prognose abgeben. Bei etwas älteren Gebrauchten dauert es ja oft etwas länger. Dieses Fahrzeug ist ein Fahrzeug, wenn es euch interessiert, glaube ich, muss man an dieser Stelle schnell sein, weil er super attraktiv im Markt eingepreist ist. Weil die Idee ganz klar war, nicht zu sagen, wie können wir den Preis optimieren, sondern einfach ganz klar zu sagen, wo müssen wir preislich hin, damit er schnell verkauft ist, damit es gut geht. Das heißt, wir blenden euch den Code zu der mobile.de Anzeige ein. Unter dem Video findet ihr nochmal den Link zu der mobile.de Anzeige selber. Wenn ihr Fragen habt, kommt einfach auf uns zu. Aber schaut es euch an, wenn es für euch in Frage kommt. Eher zügiger entscheiden. Spiegel ist in Ordnung. Ich gucke mal kurz von innen durch die Frontscheibe, dass wir auch da ich gucke nämlich gerne dann noch mal nach Steinschlägen hier im Sichtfeld. Da ist nichts und soweit ich das sehen kann, auf der anderen Seite auch nichts. Ihr seht vorne an der Kante der Scheibe ist eine DAB-Antenne, das heißt, der Wagen hat ein Digitalradio. Da sind wir ganz dran, komm mal mit, sind wir dran vorbeigelaufen. Der Wagen hat 2 Rückfahrkameras, seht ihr nachher drin, wie die funktionieren. Wir haben links eine nach unten gerichtete, die eher weitwinklig quasi alles hinterm Auto zeigt. Und rechts eine zweite Kamera, die die klassische Rückspiegelfunktion ersetzt, dass ihr quasi auf dem Radiodisplay nach hinten rausschauen könnt. Bei einem gebrauchten Auto würde ich jetzt an dieser Stelle normalerweise sagen, wir messen nochmal die Profiltiefen des Reifens. Das spare ich mir heute, weil wenn ich hier drauf gucke, haben wir Ganzjahresreifen. Neu, wenn ich das sehe, sind das Van Contact 4 Season, also echte Ganzjahresreifen. Und die sind neu gekommen. Wo ist denn hier das Datum? Letztes Jahr. Da sind die Reifen bei 28.871 Kilometer am 25.04.23. Also vor einem Jahr neu. Sieht man auch, deswegen wird der Wagen jetzt auch verkauft. Im letzten Jahr ist er nicht mehr so richtig viel unterwegs gewesen. Was für euch noch relevant ist, wir haben Unterbodenschutz und Hohlraumkonservierung, die direkt am Anfang, also in 20 gemacht worden ist. Da ist die Rechnung hier mit dabei. Das ist auch noch mal nachgeschaut worden letztes Jahr. Und ich habe hier vom letzten Ölwechsel bei, jetzt muss ich hier mal direkt mit euch drauf gucken, bei 28.538 Kilometer Ölwechsel bei Citroën. Das ist der letzte gewesen am 10.02.23. Ich glaube, bei den Autos ist Wartungsintervall 45.000 Kilometer oder 2 Jahre. Das heißt, im Prinzip ein Jahr Ruhe. Viele Leute wollen dann am Anfang, wenn sie das Auto neu übernehmen, trotzdem gerne das nochmal machen. Aber wir haben hier Inspektionsnachweise bei 11.000 Kilometer, bei 28.000 Kilometern. Also die niedrigen Kilometer, die er hat, so wie sie sind auf jeden Fall korrekt. So, von außen haben wir haben wir Front angeschaut? Ja, haben wir. Zu viel hin und her, lange Tage. Ihr schaut euch jetzt das Auto von innen an und dann sehen wir uns hier in dem heutigen regnerischen Tag gleich wieder, wenn ihr drin durch seid. Ja, und so wie ich denke, wie wir das draußen schon vorgefunden haben, ist eigentlich auch der Innenraum hier einfach unfassbar gut. Das Auto ist, wie gesagt, aus 2019, hat knapp 32.000 Kilometer und ich weiß nicht, ob man in dem Video das Prasseln auf dem Dach hört. Das ist das, weshalb man nicht zeltet, sondern Kastenwagen fährt. Man kommt auch überall gut hin, aber man hat es muckelig, schön und richtig gut drin. Und man kann es sich warm machen, Heizung an, auf verschiedenste Art und Weise. Und wir gucken uns jetzt einfach mal das Auto so ein bisschen vom Zustand an. Es gibt wirklich viele Kleinigkeiten, an denen man sieht, das Auto steht echt gut da. Wie ihr seht, ich gucke mich hier gerade das erste Mal so ein bisschen mit um. Der Wagen ist heute abgegeben worden und da wir jetzt so im Rahmen der Pössl Group Days und all solchen Sachen dann sehr viel zu tun haben werden, haben wir gedacht, wir machen das einfach mal alles vorweg und zeigen euch das, damit wir einfach dem Kunden auch möglichst schnell gerecht werden und das Auto schön
vermarkten, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass sich hierfür schnell jemand finden wird. Falls wir das im äußeren Teil vergessen haben zu sagen, wir blenden jetzt hier den QR-Code ein zu der Anzeige des Fahrzeugs. Die gesamte Anzeige ist auch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Da habt ihr alle technischen Daten und solche Sachen mit dabei. Also, wenn ihr euch hier mit mir gemeinsam umguckt, es fängt schon an bei den Klappen. Im Prinzip sieht das aus, als wenn die noch nie richtig benutzt worden sind. Ich weiß von dem Kunden, das hat er mir vorhin gesagt, guck mal, wenn man da reinguckt, da ist alles, da ist sicherlich mal was drin gewesen, aber da sind keinerlei Gebrauchsspuren mit dabei. Ich weiß von dem Kunden, dass zum Beispiel bei dem Wagen die Toilette noch nie als Toilette benutzt worden ist. Also da war zwar mal Wasser drin, aber noch nie richtig benutzt. Wenn ihr euch die Sitzfläche hier anguckt, man sieht ja immer das, wo man so alle einsteigen, wo man über die Kanten drüber rutscht. Das ist quasi ein neuwertiger Zustand. Von der Ausstattung, wir gucken mal hier auf den Tisch, weil das ist auch was, man sieht das oft in dem gespiegelten Licht nicht so, ob hier irgendwo Löcher drin sind. Nee, die Arbeitsfläche zum Beispiel ist da gut und auch hier sind so Sachen, kann ich euch immer nur ans Herz legen, wenn ihr euch ein gebrauchtes Auto kauft, einfach die Flächen mit den Händen abzufahren an einigen Stellen, weil man gerade bei den marmorierten Flächen nicht erkennen kann, was da ist. Der Wagen hat ganz normalen Zweiflammkocher. Klar, auf dem wurde schon gekocht, das sieht man, aber auch der steht echt noch gut da. Und das Waschbecken hier einmal auswischen und dann ist letztendlich auch gut. Was bei dem Wagen hier halt wirklich besonders ist, ist, wenn man sich die Ausstattung des Fahrzeugs anguckt. Wenn du mal hier hochschwenkst, wir haben das ganz normale Pössl-Bedienteil und dann haben wir drei Dinge, die eigentlich super besonders sind. Wir haben einmal das CP Plus Bedienteil von Truma. Die meisten haben hier nur Heizung, Warmwasserboiler. Was wir hier haben, ist aber noch ein drittes Feld. Wir können nämlich hier wählen zwischen Gas und Elektroheizung. Bei aktuellen neuen Autos ist das was es relativ häufig gibt. Bei den etwas älteren Fahrzeugen ist das halt eine Option, die damals kaum bestellt worden ist, weil die meisten Twin aus dem Bestand rausgekauft worden sind, also das, was wir hier hatten. Und hier haben wir halt ein Auto, wo sich jemand hingesetzt hat und gesagt hat, wie konfiguriere ich mir meinen Wunsch Twin Plus? Und da hat man dann eben auch die Möglichkeit, sowas wie die Elektroheizung mitzunehmen. Deswegen hat der Wagen zum Beispiel auch die Webasto Standheizung. Also zusätzlich zu der Gas-Elektroheizung hier hinten haben wir eine zweite Heizung vorne, die den Motorraum vorwärmt, als zweite Heizung im Fahrzeug, ganz klassisch wie eine Standheizung beim Pkw. Dann habt ihr hier auch nicht unbedingt gang und gäbe, aber schon immer mal wieder dabei gewesen, die Duo Control mit dabei. Das heißt eine Fernanzeige, die euch sagt, ob Flasche 1 oder Flasche 2 in Benutzung ist. Und dieser Schalter ist was total selten ist. Auch eine super teure Option damals gewesen. Das ist der beheizbare Abwassertank außen drunter. Den haben die meisten Leute bei dem Twin oder bei allen D-Line-Autos nicht mitbestellt, weil das Winterpaket, ich glaube, es kostete damals 1.399 €. Inzwischen sind es fast 1,6. Und das ist den meisten Leuten einfach zu teuer gewesen, weil man gesagt hat, dann lasse ich ihn im Winter lieber auf. Hier haben wir das mitbestellt, was eben auch eine total schöne Sache ist. Einmal der beheizte und isolierte Abwassertank und hinten für die Hecktür die Isomatten, um die dort reinzuknöpfen. Und dann habt ihr eigentlich alles, was man haben will. Wir haben hier vorne in der Sitzgruppe den Alternativtisch mit dabei. Das heißt, hier vorne kann man theoretisch sogar noch ein zusätzliches Bett bauen. Wir haben das zusätzliche Elektropaket mit dabei. Das heißt, wir haben hier einmal, das ist sogar schon ein neues, mit Doppel-USB und 230 Volt hier. Die sind nicht serienmäßig gewesen. Und theoretisch haben wir genau hinten im Bettbereich nochmal Doppel-USB und 230 Volt, die mit da sind. Also halt super viel schöne Ausstattung. Da wir einen normalen Twin haben, gehe ich hier einfach mal kurz rein. Dann können wir mal gemeinsam die Kontrolle der Toilette machen. Nicht, dass ich hier irgendwas, schöne Grüße an den Besitzer des Fahrzeugs, ich stelle nichts in Frage, ich will nur zeigen, wie gut es ist. Hier oben ein fast unbenutztes Staufach. Und auch hier, wenn du ins Waschbecken, ja, ist ein bisschen dunkel hier drin, aber auch das sieht echt noch gut aus und passt auf jeden Fall. Die Toilette, ich will jetzt nicht sagen, ich leck da mal zur Probe dran, aber auch das, wir können die Kassette haben die Kassette hoffentlich schon mal mit rausgenommen draußen. Die ist halt auch wie neu und die insgesamt die Nasszelle, ich setze mich hier mal zur Seite, dann haben wir ein bisschen mehr Licht. Ganz klassisch, wie das im Twin Plus schon immer gewesen ist, mit der Duschwanne hier unten, dem Boden zum Rausnehmen und ansonsten einfach vielen Ablagen, Stauraum und einer vernünftigen Bewegungsfreiheit, dass man auch als großer Mensch hier vernünftig drin
duschen kann. Serienmäßig mit dem Spiegel da oben und dem Spiegel hier in der Tür, dass man einfach, glaube ich, einen super guten Kompromiss hat. Und ich habe es ja schon öfter gesagt, für mich wahrscheinlich lieber eine Nasszelle mit Vorhang, in der ich vernünftig duschen kann, als die modernen Bäder, die eigentlich cooler sind, aber wenn man sehr kräftig ist, einfach manchmal auch eine große Einschränkung mit sich bringen. So, jetzt hole ich mir mal meine Ausstattungsliste mit dazu und dann gucken wir mal, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Also, was haben wir, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben? Zum einen die Dinge, die die Energie angehen, die ihr von draußen noch nicht gesehen habt. Wir haben eine Solaranlage auf dem Dach. Wenn man eine Solaranlage auf dem Dach hat, ist es sinnvoll, auch eine adäquate Batteriekapazität zu haben. Das heißt, wir haben hier 2 Wohnmobilbatterien mit drin, also 3 Batterien insgesamt. Wenn man 2 Batterien drin hat, ist es sinnvoll, auch einen vernünftigen Ladebooster dabei zu haben, was in dem Bau ja damals noch nicht ganz gang und gäbe gewesen ist. Deswegen haben wir hier nachträglich damals einen 50 Ampere Ladebooster mit eingebaut. Das heißt, ihr habt entweder Strom, wenn ihr frei steht, über die Solaranlage oder über Netzstrom, der ganz normal lädt, oder wenn ihr fahrt, eben super schnell über den Ladebooster geladen. Dann haben wir die Sachen, die ihr draußen gesehen habt, Markise, Fahrradträger, all sowas mit dabei. Und was eben auch noch schön ist und was ich euch zeigen will, wir haben hier vorne ein großes Radio, kann man das sehen? So, ein großes Radio mit dabei. Das ist so ein Dynavin-Radio mit einer Doppelrückfahrkamera, das heißt einmal so eine klassische Rückspiegelperspektive. Und wenn ich in Rückwärtsgang schalte, schaltet er auf eine zweite Perspektive, dass er dort nach unten schaltet. Und das, was ich hier sehe, hier ist noch ein kleiner Kippschalter. Nee, da muss ich selber mal ganz kurz gucken. Perfekt, genau. Das ist die Idee damit man quasi während der Fahrt nicht den Rückwärtsgang einlegen muss, um die Rückfahrkamera zu benutzen, haben wir hier damals einen kleinen Kippschalter mit eingebaut, um die Kamera auch während der normalen Bewegung zu aktivieren, dass man schauen kann, sind die Fahrräder noch da, was ist hinter mir los. Ansonsten haben wir jetzt Stand heute, Kilometerstand 31.722, also knapp 31.800 Kilometer, die da sind. Wir haben 165 PS Citroën Handschalter. Ganz wichtig zu sagen, das ist ein Maxi-Chassis mit 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Also die großen Achslasten und wie ihr draußen gesehen habt, ja auch mit Alufelgen, Radlaufverbreiterung und allem, was dazugehört. Dann kann die Zündung hier erstmal aus. Wir haben Nebelscheinwerfer. Wir blenden euch jetzt nochmal ein Bild ein von der Standheizung. Die ist nämlich hier so blöd hinter mir platziert, weil sie für einen Fahrer gut zu erreichen ist, dass ich sie euch jetzt nicht zeigen kann. Das Ei ist wirklich eine Steuerung mit Zeitschaltuhr, dass ihr, wenn ihr jeden Morgen um die gleiche Zeit losfahrt, dem Auto erklären könnt, pass auf, morgen früh um 6 bitte den Motor schön vorgeheizt haben. Ansonsten das, was dazugehört. Klimaanlage, beheizbare Außenspiegel, auch das nicht gang und gäbe damals, wenn ich es recht entsinne. Genau, elektrisch anklappbare Außenspiegel, also nicht nur elektrisch verstell- und beheizbar, sondern auch anklappbar. Und dann haben wir die wichtigsten Sachen hier, glaube ich, auch mit dabei. Der Wagen war vor einem Jahr das letzte Mal bei der Inspektion. Da hat er einen Ölwechsel bekommen. Das sehen wir auf dem Zettel, den wir da vorne noch finden. Das habe ich nämlich vorhin schon mal kurz nachgeguckt. Ansonsten muss man ganz klar sagen, etwas untypisch haben wir, obwohl er erst 31.000 Kilometer hat, weil der TÜV beim letzten TÜV-Bericht bemängelt hatte, dass 2 Reifen ein bisschen schon hat der Kunde, also schon abgefahren waren. Der Kunde nicht, wie die meisten das machen würden, von vorne nach hinten getauscht, sondern einfach 4 neue Reifen drauf gemacht. Da werden wir jetzt die Profiltiefe auch nochmal messen, aber die Reifen sind halt auch neu. Also alles in allem wirklich ein Auto, wo man sagen kann, einsteigen, Gasflaschen reinstellen, Wasser auffüllen, Abfahrt. Und damit ihr für euch nochmal sehen könnt, ob das für euch wirklich der richtige Grundriss ist, gucken wir jetzt nochmal gemeinsam hinten uns das Bett an und schauen, ob das da auch alles noch so gut aussieht wie hier vorne, weil hier muss ich ganz klar sagen, es ist ein Auto im quasi Neuwagenzustand, trotz der 4 Jahre, die er inzwischen auf dem Buckel hat. Bevor wir hier hinten ins Bett gucken, werft ihr noch mal bitte einen Blick in den Kühlschrank. Auch das sieht alles sehr, sehr gut aus. Da machen wir mal schön die Belüftung wieder, dass da nichts anfängt zu schimmeln. Und dann könnt ihr auch noch einen Blick in den Kleiderschrank hier vorne werfen. Auch der sieht quasi aus wie neu. Hier hinten sind keine wirklichen Überraschungen. Ich rutsche mal ein Stückchen nach hinten. Das, was der Wagen damals halt nicht serienmäßig gehabt hat, ist, dass ihr hier nochmal Doppel-USB und 230 Volt Steckdosen habt. Serienmäßig waren hier hinten die
die Lämpchen schon mit dabei, die könnt ihr auch vorne in der Sitzgruppe aufhängen. Und das habe ich schon ein paar Mal gesagt, dafür gibt es auch noch USB-Steckdosen zusätzlich. Dann haben wir hier oben das MIDI-Heki und hinten die beiden Fenster. Und der aufmerksame Beobachter wird merken, kein Fenster, kein Fenster. Auch eine Wunschbestellung damals, war ein riesen Aufriss, war nicht so einfach zu machen. Inzwischen ist das eine Option, die wir wählen können. Aber der Vorbesitzer ist relativ groß und man konnte ein Fenster abbestellen, damit man eine vernünftig lange Liegelänge hat und auch ein bisschen unauffälliger durch die Gegend fährt. Und so hat man eben dort und dort kein Fenster im Nacken, also kann strampeln und Kissen in den Nacken legen, so wie man das gerne möchte. Und nochmal eine kleine Ergänzung dazu. Ich habe eigentlich mehr aus Langeweile die Matratze hochgenommen, habe gedacht, was ist denn das für eine Klappe? Ich hatte vergessen, wie groß der Zusatzstauraum hier unterm Bett ist. Also ein Riesenfach, Geheimfach kann man das fast schon nicht nennen, aber auf jeden Fall ein richtig großer Stauraum. Auf der Seite erwarten uns keine weiteren Überraschungen, da haben wir nämlich den Frischwassertank drunter. Ihr habt das von innen gesehen. Also der Wagen ist innen wie außen einfach in einem wahnsinnig guten Zustand. Wir gucken noch mal hier gemeinsam unter das Heckbett. Auch da, ich meine, ihr seht den Boden, da ist nicht wirklich viel ein- und ausgeladen worden. Ihr habt, man sieht ja da hinten sogar das kleine Podest, kannst du da mal ranzoomen. Da ist ein Schutz drauf, hinten auf dem Durchstieg, auf der Treppe ist ein kleiner Filz drauf. Also es ist mit Liebe zum Detail eingerichtet und gut gemacht. Lass uns noch mal hier in den Gaskasten reinschauen. Genau, wir haben die Duomatik. Das heißt, er schaltet automatisch zwischen Flasche 1 und Flasche 2 hin und her. Und Duomatik bedeutet auch, dass er nach links und rechts jeweils von uns Gasfilter nachgerüstet bekommen hat. Also automatische Umschaltung, Crash-Sensor, das heißt bei einer Erschütterung, Unfall schließt er von alleine und wenn eine Leitung hier hinten undicht werden sollte, durch die Hochdrucksicherung auch. Und wenn ihr wirklich irgendwo mal verunreinigtes Gas bekommen solltet, dann haben wir dort die Filter drin, die die teuren Gasgeräte im Fahrzeug auch davor schützen. Und das Bett haben wir von innen ja gestern schon gesehen, beziehungsweise gerade. Kopf einziehen, damit es hier nicht von hinten wehtut. Ja, wer möchte, kommt auf mich zu oder auf uns. Wir stehen euch gerne zur Verfügung. Dieser wunderschöne Pössl Tubin Plus steht ab sofort zur Verfügung. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch bei uns in Stowe. Erstmal schöne Grüße. Wir sehen uns demnächst im nächsten Video. Alles Gute und bis bald.